ist es dann gar nicht nötig, dass du einfach hierher nach vorne kommen musst. 5 Minuten beginnen ab jetzt. Achso, du musst fairnesshalber sagen, die Veranstalter haben der Jugend 5 Minuten zugesprochen. So, verehrte Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie heute hier sind, dass Sie Ihre Zeit investieren, denn Zeit ist so das Wertvollste, was Sie im Leben besitzen. Sie können es nur einmal ausgeben und danach ist die Zeit weg. Das gleiche Ergebnis haben wir auch bei der Zukunft. Zukunft haben wir nur einmal, Zukunft können wir nur einmal investieren. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Elias Pfeffer, ich bin 21 Jahre alt und angehender Ingenieur. In meiner Freizeit beschäftige ich mich mit Fridays for Future, auch weil es auch hierbei um die Zukunft geht. Unsere Zukunft steht sehr stark in Gefahr. Ich möchte ein Ergebnis von unserem Nichthandeln der letzten 10 Jahre in einem Satz zusammenfassen. Wir haben ein Pariser Klimaabkommen unterzeichnet, was demnächst so eigentlich eingehalten werden sollte. Ich möchte zitieren aus dem IPCC 2018. Selbst wenn die Staatengemeinschaft ihre in Paris beschlossenen Maßnahmen umsetzen würde, steuern wir auf 3,2 Grad globale Erderwärmung zu. Bis 2060 haben wir 4 Grad erreicht. Das sieht sehr düster aus in unserer Zukunft. Und nun heißt es, unsere Stellschrauben in Angriff zu nehmen. Stellschrauben, die uns befürworten, Stellschrauben, die uns unterstützen. Nicht so klein, wo es bei jedem Einzelnen wehtut. Ein Beispiel ist zum Beispiel, wenn wir die 15 größten Schiffe nehmen würden auf dieser Erde und CO2-neutral kriegen, würden wir so viel CO2 einsparen wie 750.000 PKW. Nun heißt es Technologien vorantreiben, Weltmarktführer werden, Arbeitsplätze zu bekommen. Und diese Chance, die besitzen wir. Ist nur die Frage, haben wir Angst? Oder nutzen wir die Chance und ergreifen sie? Bereiten Arbeitsplätze in nachhaltigen Energien, Wind, Solar, Wärmepumpen. Es wird sowieso niemand machen. Die Schweizer machen es uns vor. Coop und Ob haben jetzt 10.000 LKWs in Korea bestellt, haben überall gefragt. Überall wäre Nachfrage für Wasserstoff-LKWs gewesen. Doch wir Deutschen sind zu doof. Wir machen es nicht. Und jetzt machen uns die Koreaner vor. Heißt, wir müssen die Chance nutzen und wirklich mitmachen. Und uns nicht vor Angst leiten lassen, sondern mutig sein. Eine weitere große Stellschraube wäre ein Emissionshandel. Ein Emissionshandel, der nicht nur auf Deutschland zählt, sondern auch auf Importprodukte. Dann hätten wir auch Einfluss auf den ausländischen Markt. Natürlich hat das die eine oder andere Konsequenz vor dem Europagericht, worüber man verhandeln könnte. Aber somit hätten wir auch Einfluss auf den ausländischen Markt. Dann könnten wir sagen, Nokia-Handys, die viel CO2 für ihre Produktion ausstoßen, werden teurer, wenn man sie weiter in Deutschland, Schweiz, Österreich verkaufen möchte. Und die Alternativen werden billiger. Das sind große Stellschrauben und daran müssen wir arbeiten. Und uns nicht vor Angst leiten lassen. Ich fordere Sie auf, demnächst auch auf die Straße zu gehen, denn unsere Zukunft, unsere Arbeitsplätze stehen in Gefahr. Und daran müssen wir arbeiten, alle zusammen. Und nicht mehr an seinem eigenen Strang ziehen und schauen, dass meine Partei ja auch gewinnt. Denn die Zeit haben wir nicht mehr. Ob man das annehmen möchte oder nicht, Arbeitsplätze stehen auf der Gefahr, unsere Zukunft steht auf der Gefahr. Und dort müssen wir jetzt angreifen. Eine andere große Stellschraube wäre ein CO2-Preis von 180 € wurde vorgeschlagen. Aber was ich Ihnen versuche zu vermitteln, ist, dass wir irgendwie einen Deckel auf das Ganze draufkriegen müssen. Ein Deckel, der uns vor uns selbst schützt, mit altmodischen Technologien weiterzumachen. Große Stellschrauben, wo wirklich viel bewegt wird, die nicht dem Einzelnen wehtun müssen unbedingt und zwicken, sondern die wirklich das Potenzial haben, viel zu bewegen. Daran müssen wir ran. Vielen Dank.